Hallo und herzlich willkommen. Ich habe die Problematik mit der Hochbeinigkeit der Vorderachse beseitigt. Gleich werde ich die Lösung zeigen. Wenn du aber sehen möchtest, wie das Problem entstanden ist, dann schau dir das Video an, das ich unten in der Beschreibung und in der Infokarte verlinkt habe. Um den Fehler zu beseitigen, habe ich die Spur eingestellt. Dabei habe ich ganz einfache Mittel benutzt. Im ersten Schritt habe ich den Sturz an der Vorderachse eingestellt. Dafür mussten die Exzenterschrauben der Querlenker gelöst werden. Davon gibt es auf jeder Seite 2 Stück. Das ist die erste Schraube und das ist die zweite. Beide Schlüsselweite 22 mm. Und so sieht es auf der anderen Seite aus. Hier habe ich die Positionen der Schrauben abgebildet. Das ist die erste und die zweite. Zur Veranschaulichung zeige ich die Exzenterschraube, die ich bereits ausgebaut habe. So kann man sich die Dimension und die Verstellmöglichkeit besser vorstellen. Ja, also durch die Korrektur an den Schrauben soll der Sturz nach dem bereits gezeigten Wert eingestellt werden. Die Überprüfung bzw. die Messung ist etwas schwierig. Ich habe dafür eine Wasserwaage verwendet und habe den eingestellten Wert direkt an der Felge gemessen. Nach dem Abschluss der Messung werden die Exzenterschrauben unter Last mit 120 Nm angezogen. Und jetzt konnte die Einstellung an der Vorderachse durchgeführt werden. Ich habe dafür eine Schnur benutzt, die ich an den beiden Unterstellböcken befestigt habe. Und dabei habe ich die Position der Hinterräder als Referenzpunkt verwendet. An dieser Stelle soll ein negativer Wert eingestellt werden. Dadurch entsteht eine Vorspur. Und das bedeutet, dass die Schnur hinten an der Felge anlegen muss und vorne ein Abstand entstehen wird. Ich habe auf beiden Seiten einen Wert eingestellt, der bei ca. 4 mm lag. Hier kann man es ganz gut sehen, wie die Schnur an der Felge anliegt. Hier mit Hilfe dieser Darstellung kann man den Abstand ganz gut sehen. Genau, das ist diese Stelle. Und hier sieht man es noch besser. Die Spureinstellung wird direkt an der Spurstange durchgeführt. Dafür muss diese Schraube gelöst werden, Schlüsselweite 13 mm. Und anschließend die Konterschraube, Schlüsselweite 22 mm. Ja, und so sieht das Ergebnis dieser Aktion aus. Im Gegensatz zu der letzten Woche bin ich heute sehr zufrieden. Durch die einfache Spureinstellung oder Voreinstellung habe ich die Höhe der Vorderachse um mehr als 1 cm reduziert. Ich hatte 5,5, 5,7 cm und jetzt liegt der Abstand zwischen dem Reifen und dem Kotflügel bei knapp über 4 cm. Das ist aber noch nicht alles. So wie schon in den Kommentaren geschrieben wurde, wenn man mit dem Fahrzeug später fährt, wird da vorne noch weiter nach unten gehen. Deshalb, ich denke, dass es realistisch ist, dass ich dann noch unter 4 cm komme. Also, wie gesagt, bin sehr zufrieden und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.